Je suis Mohamed Ben Slina, activiste tunisien dans une association, La Terre pour tous. Hello everybody, my name is Mohammed. I'm a Tunisian and I come from an organization, I'm an activist in Tunisia from an organization called La Terre pour tous. The world is for everybody. Cette association lutte pour la liberté de circulation et savoir le sort de 503 Tunisiens qui sont disparus dans la mer. It is an organization that is in the struggle for freedom of movement. It was found because of more than 500 missing Tunisian young people, and we fight for the right to know what happened about them and for the freedom of movement in general. Je suis un père aussi d'un jeune disparu dans la catastrophe de 6/9/2012. I want to tell you about the stories of those young people that they are missing since a catastrophe in 6 of September 2012. Qui montre que l'Italie est le vrai coupable de cette catastrophe, car il y a un appel de secours et l'Italie, le garde-côte italien ne veut pas sauver les gens. It was an incident where we can see very clearly the responsibility of the Italian authorities, because on this day there had been a lot of our Tunisian young people that they called desperately for help. They called a lot of times for help to the Italian authorities to get rescued from a boat that was in distress, and no help came. Nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des esclaves. Nous voulons la liberté de circulation. Nous sommes des gens bien aussi. We are not criminals, we are also not slaves. The only thing that we ask for is the freedom of movement, to go wherever we want. Merci. Thank you. Hi everybody, my name is Nuri and I came from Afghanistan. My journey from Afghanistan to Europe took me several months via Iran, Turkey, to Greece. As I crossed the agency via Turkey to Greece, as we also see and watch in media that many people are dying, many people are losing their life during this way, and we could do something for that. And they don't have any legal way to cross the sea. They have the only way, and they could choose the only way that they must do it. And they came in a plastic boat, but that we even can't imagine that, how they came. And many people are losing their children, wives, husbands, families during this way. And we must do something for that. And honestly, we ask our politicians to stop this tragedy, because they are also human beings. And we must save their life as a human, because they have also a right to live. And freedom of movement is everybody's right. And every one of us, we can do something. If we can't do big things, but we can do small things for them to save their life. And that's why I preferred to join Lampedusa in Hanau and also watch the May Alarm phone. At least the things that we can do, we will do for them and save their life. Thanks for your attention. Der als letzter jetzt sprechen wird, hat zu Recht gesagt, ich soll zumindest eine kurze Übersetzung auf Deutsch machen für Leute, die kein Englisch verstehen. Deshalb mache ich eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir stehen hier, weil wir gefragt wurden, einen Redebeitrag zu halten über die Situation an den Außengrenzen. Wir sind Aktivistinnen aus verschiedenen Ecken und haben verschiedene Erfahrungen an den Außengrenzen teils selber gemacht. Wir haben jetzt gerade einen Redebeitrag gehört von Mohammed, der von einer angehörigen Organisation in Tunesien ist, ein Aktivist von La Terre pour tous. Er hat gesprochen über einen Vorfall am 6. September 2012, bei dem viele tunesische junge Leute schlussendlich verloren gegangen sind, seitdem vermisst werden. Und er hat sehr, sehr klar gesagt, wo die Verantwortung liegt, nämlich in diesem Fall vor allem bei den Autoritäten in Italien, die dafür verantwortlich sind, auf keinen der Hilferufe, die von diesen Menschen gemacht wurden, reagiert zu haben
und diese Menschen im Prinzip haben einfach sterben und verschwinden lassen. Das ist, warum die Angehörigen im Moment seitdem sehr, sehr stark auf der Straße sind und immer wieder protestieren. Nuri hat danach uns erzählt von der Situation in der Ägäis, das Meer zwischen der Türkei und Griechenland, wo sehr, sehr viele Leute auch diesen gefährlichen Weg übers Meer machen müssen, auch immer wieder es Unglücke gibt, Leute verschwinden, und er hat sehr klar gesagt, dass warum er aktiv ist und warum wir hier zusammen kämpfen, ist die Freiheit für Bewegungen, weil wenn es legale Wege gäbe, wenn es die Möglichkeit gäbe, einfach zu reisen und dorthin zu gehen, wohin man muss oder möchte, dann würde es diese Todesfälle auf der See nicht geben. Und das ist ein Grund für ihn, aktiv zu sein. Für die Bewegungsfreiheit hat auch Mohammed sich sehr stark gemacht. Und jetzt spricht Assefa zu uns. I did a short translation into German. Now it's our last speaker from our round, and it is Assefa, who has mainly the experience from the central Mediterranean Sea, and he will speak about the reasons to be active still. Hello everybody, and my name is Assefa. I am active members of the Lampedusa in Hanau. I think everybody knows about the tragedy of the Lampedusa in Lampedusa. Hallo miteinander, mein Name ist Assefa, ich bin Aktivist von Lampedusa in Hanau, und vielleicht erinnern sich viele von euch an diese Tragödie, die sich vor Lampedusa ereignet hat am 3. Oktober 2013, und ich möchte euch darüber erzählen, warum ich aktiv bin. Yeah, me also, I have many experience because of I came through the Mediterranean Sea, and so many people, you know, everybody, and the Central Mediterranean Sea and ETC, and so many people is died in the Mediterranean Sea. So I came from Sudan to Libya, from all the Sahara Desert, and from Libya also to Lampedusa. So it was very difficult situation. When I explain here, it can be very easy, but the moment when I was in the sea, when I was in the Sahara, it was very difficult, but already we safely arrived in Lampedusa. Ich habe eine sehr lange Erfahrung hinter mir und eine lange Erfahrung auch, die mit dem zentralen Mittelmeer zu tun hat. Ich bin über den Sudan durch die Wüste nach Libyen gegangen. Ich bin schlussendlich mit dem Boot nach Italien gefahren. Es würde sehr lange dauern, euch zu berichten von all den Schwierigkeiten, die ich auf diesem Weg erlebt habe. Ihr habt bestimmt alle auch davon gehört, wie schwer diese Reise ist. So now I am members of the Lampedusa in Hanau and members of also the alarm phone. I think most of you know about the alarm phone, and because of so many people are died in the Mediterranean Sea and in different places, and I am also joined it because of to help people. We are members of the alarm phone, and we are witnesses of the stress in the distress in the sea. We are witnesses of the both people who are needs help. Ich bin dann, seitdem ich hier bin, Aktivist geworden in einer Initiative Lampedusa in Hanau, und ich bin jetzt seit einer Weile auch aktiv in dem Alarmphone. Das Alarmphone ist ein Telefon für Menschen, die auf dem Meer in Seenot geraten, für Flüchtlinge, die auf dem Meer in Seenot geraten. Und was wir in dieser Arbeit, wenn wir diese Form von Aktivismus machen, erfahren, ist, dass wir sehr, sehr nah in Kontakt sind mit den Menschen, die in Seenot sind und die um Hilfe rufen. And we help so many people in the sea and call back from the sea. That's why I am happy now to join the alarm phone, and I am very, very happy and to be members of the alarm phone, and it's okay, thank you. Seit wir dieses Telefon haben, haben wir sehr, sehr viele Anrufe bekommen von Leuten, die auf dem Meer in Not waren. Wir haben zum Glück oftmals auch Leuten in dieser Situation helfen können, und das ist, warum ich sehr froh bin, gerade hier zu stehen und diese Dinge tun zu können. Ich danke euch allen. Vielen Dank für diesen Redebeitrag. Als nächstes hören wir einen Redebeitrag von einer Frauengruppe, die was über die Situation von Frauen auf der Flucht erzählen möchte.
Okay, also wir grüßen euch alle hier auf der Demo und möchten uns schon jetzt bedanken für die verschiedenen vielfältigen Redebeiträge, die gehalten wurden und noch gehalten werden, denn sie haben die verschiedenen notwendigen Aspekte für die Unterstützung und Solidarität mit allen Geflüchteten ausgedrückt. Kein Mensch ist illegal, Bleiberecht überall. Hello everyone, we say hi to you in this demonstration. We thank for all the speeches that had been held before, because they reflect all the different aspects, and that support and solidarity with refugees is necessary. No one is illegal. Wir sind heute hier, auch weil uns ein wichtiger Gedanke mobilisiert, den die US-amerikanische Feministin Audre Lorde so formuliert hat. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Fesseln trägt als ich. Es ist an uns, diese Fesseln sichtbar zu machen und zu sprengen, die Fesseln der Flucht. We are here today also because one idea is mobilizing us all together. As the US-American feminist Audre Lorde formulated, I am not free as long as one single woman is still unfree, even if her chains, even if she has different chains than I. It's our task to make all chains visible and to destroy them. The chains. Fluchtgründe sind vielfältig. Fluchtwege und Fluchtumstände für Menschen sind sehr unterschiedlich. Weltweit sind mehr als 45 Millionen Menschen auf der Flucht. 80 bis 90% davon sind Frauen und Kinder. Von diesen Frauen fliehen die meisten innerhalb ihres Landes oder in benachbarte Länder, hauptsächlich in dortige Flüchtlingslager. The reasons for fleeing are very different. Ways of fleeing and the circumstances for people are very different as well. In the world, more than 45 million people are fleeing at the moment, 80 to 90% of which are women and children. These women flee within their countries or to neighboring countries, mainly to refugee camps. In Deutschland sind nur ca. 30% aller Flüchtlinge Frauen. Frauen fliehen genauso wie Männer aufgrund von weltweiten Menschenrechtsverletzungen wie Armut, Hunger, Krieg, Folter, mangelnde Bildung und medizinischer Versorgung, folgend von Umweltzerstörung und anderen Fluchtgründen. Es gibt zudem spezifische Menschenrechtsverletzungen, die fast ausschließlich gegen Frauen gerichtet sind. Hierzu zählen Steinigungen, Witwenverbrennungen, Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, Verfolgung lesbischer Lebensweisen, Zwangsprostitution, Zwangsabtreibung, Zwangssterilisation, Zwangsjungfräulichkeit, Zwangsverheiratung, Zwangsver- und Entschleierung. In Germany, only 30% of refugees are women. Women, just as men, flee for exactly the same reasons in the world. For violation of human rights, for famine, hunger, war, torture, too little education, medical support, destruction, and other reasons. But there are some special violations of human rights concerning women. These are stoning, burning of widows, rape, pursuit of lesbian ways of living, forced prostitution, forced abortion, forced sterilization, forced virginity, forced marriage. Frauen sind diejenigen, die zwar am häufigsten alleine oder mit Kindern flüchten, aber selten bis nach Europa kommen.
Häufig reichen die finanziellen Mittel für eine Flucht nicht aus und der Weg über die Zäune von Ceuta und Melilla mit einem Kind an der Hand ist unmöglich, geschweige denn der gefährliche Weg bis dorthin. Diejenigen, denen die Flucht nach Deutschland gelingt, sind in den Flüchtlingsunterkünften mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Unhygienische Bedingungen, keine Privatsphäre, Schikanen durch die deutschen Behörden, Ungewissheit, sprachliche Hürden, ganz zu schweigen vom alltäglichen Rassismus und Sexismus. Women are those who mostly flee alone or together with their children, but very rarely they reach Europe. Very often their finances for fleeing are not sufficient to cross the fences in Ceuta and Melilla with their children on their hands. Those who reach Europe, those who reach Germany, have to face immense difficulties in refugee camps. Non-hygienic conditions, no privacy, unnecessary bureaucracy, language barriers, not mentioning everyday racism and everyday sexism. Geflüchtete Frauen sind oftmals zusätzlich sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt durch das Personal in den Unterkünften, aber auch von Flüchtlingsmännern ausgesetzt. Meistens sind es auch hier die Frauen, die sich verantwortlich fühlen, den Alltag für ihre Kinder und Familien zu organisieren. In den Flüchtlingsunterkünften fehlt es oft am notwendigsten. Am Platz für ein Babybett, an genügend Waschmaschinen, am Platz zum Spielen für Kinder. Außerdem wissen wir von Flüchtlingsfrauen, wie entmündigend und entwürdigend das Leben mit Essenspaketen oder Gutscheinen ist, wie es in einigen Bundesländern noch Praxis ist. Viele Frauen leiden darunter, um jede Krankenbehandlung für sich oder ihre Kinder beim Sozialamt betteln zu müssen. Das Angebot an Deutschkursen ist mangelhaft und so gut wie nie gibt es eine gleichzeitige Kinderbetreuung. Female refugees often have to face sexual violence by the personnel in refugee camps, but also by male refugees. Mostly it's women who are responsible or who feel responsible to manage the everyday life of their children and families. Most necessary things lack in refugee camps. Very often there's not a space for a bed for a baby, no washing machines or not enough, no place for children to play. Besides that, we know that there's inhumane life caused by coupons and food packages, as it's still practiced in many Bundesländer in Germany. Many women suffer because there's no medical treatment, and the offer of German courses is far too little, and almost never there's care for children. Frauen fühlen sich in Flüchtlingsunterkünften oft sehr unsicher. Sie müssen Höfe durchqueren oder 1 bis 2 Stockwerke durchs Treppenhaus gehen, um zur Toilette zu gelangen. Sich als Frau alleine in ein Lager zu bewegen, ist nahezu unmöglich. Es gibt kaum Privatsphäre und auch das bedeutet für Frauen oft, dass sie wieder sexuelle Belästigung und Gewalt ausgesetzt sind. Es ist der Widerstand der Geflüchteten, der hier in der Öffentlichkeit klar macht, dass ihr keine Bittstellerinnen und Bittsteller seid. Der erfolgreiche Kampf gegen die Residenzpflicht, die Verweigerung von Essenspaketen, die Besetzung von Räumen sind nur einige Beispiele.
Very often women feel insecure in refugee camps. They have to cross yards or they have to take several floors to reach the toilet. It's almost impossible for a woman to move freely in a refugee camp. There's almost no privacy, and very often that means that women have to face sexual violence and harassment. It's the resistance by refugees that shows in public that you are not the ones who have to ask for your basic needs to be fulfilled. The successful fight against Residenzpflicht, the refusal of food packages, the squatting of space are only few examples. Wir begrüßen die Initiative für ein selbstverwaltetes Zentrum für Migrantinnen und Migranten hier in Frankfurt. Wir halten es aber für dringend notwendig, dass flüchtende Frauen eigene Räume bekommen. Viele asylsuchende Frauen zögern, sich an flüchtlingspolitischen Aktionen zu beteiligen. In den Aktionsformen geschlechtergemischter Flüchtlingsorganisationen wird oft zu wenig Rücksicht auf Frauen genommen. Patriarchale Gewalt ist Alltag im Leben von Frauen. Die Nichtanerkennung von Frauen als eigenständig, autonom handelnde Subjekte ist die Basis für jegliche Form der Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen. Deshalb fordern wir ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für Frauen, eigene Räume für Frauen, in denen sie sich selbst organisieren können. Jede und jeder soll dort leben können, wo er oder sie es möchte. Her mit den Wohnungen für alle Geflüchteten! Schluss mit der Unterbringung in Zelten und Lagern! Wir fordern die Abschaffung von Arbeitsverboten und offene Grenzen für alle, gegen Sexismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung. Danke.